Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute gibt es ein paar News. Und zwar gibt es die Patch Notes, das Wochenend-Event und ein paar Cash-Up-Updates, tatsächlich, die ganz interessant sind. Und das alles gucken wir uns jetzt an. Also erstmal die geringfügigen Bugfixes, sag ich mal. Und zwar fixed an issue where the description of the precision party skill was misleading. Fixed an issue where the client crashed when sorting the inventory while a card disk is open. Sehr spezifisch. Fixed an issue where the element effect of a transmuted weapon with a default element was not displaying. And fixed an issue where an item could be selected in the cosmetic wardrobe even if it cannot be applied to the current target. Und außerdem improved the map window to display level requirements und updated translations for various languages. Am meisten merkt man es daran, dass Saved Session jetzt gespeicherte Verbindung heißt, was echt blöd ist, aber egal. Ist nur eine Kleinigkeit. Ja, und dann, ich muss mich ein bisschen kleiner machen. Und dann gibt es einen interessanteren Shop, eine sehr interessante Cash-Up-Aktion, wie ich finde. Und zwar gibt es das FWC Eastern Warriors Set mit einer First-Come, First-Served-Basis. Das bedeutet, das Kostüm kann nur 2500 Mal gekauft werden und danach verschwindet es aus dem Cash-Up. Gut, 2500 ist ziemlich viel, denn es kostet 1000 F-Coin. Das bedeutet insgesamt 2,5 Millionen F-Coin. Das ist schon ganz schön viel. Natürlich für den ganzen Server schon klar. Also ich meine, eine Person könnte 2,5 Millionen F-Coin aufladen und alle Sets kaufen. Aber das ist doch eher unwahrscheinlich. Ja, und hier sind noch ein paar Bedingungen zu dem Set. Und zwar das erste ist, kann nur auf dem FEC-Server gekauft werden. Das heißt, es kann niemals jemand besitzen, der nicht auf dem FEC-Server gespielt hat. Und es kann auch niemals an jemanden verkauft werden, der nicht auf dem FEC-Server spielt. Weil das Set dann automatisch entweder seelengebunden, accountgebunden oder aber in der Garderobe eines Spielers vom FEC-Server ist. Und entsprechend kann es niemals an jemanden verkauft werden, der jetzt aktuell zum Beispiel auf Borodeng spielt und halt aber eben nicht auf dem FEC-Server spielt. Und nach dem Transfer kann man das dann niemals kaufen. Also ist damit einfach extrem exklusiv. Außerdem ist es nicht seelengebunden, also man kann es natürlich dann trotzdem auf dem FEC-Server noch vor dem Transfer natürlich, die nächsten paar Monate, uneingeschränkt kaufen und verkaufen. Man kann es unlimitiert kaufen und es gibt kein Level-Limit. Das bedeutet einfach so viel wie jeder kann es kaufen, unendlich oft. Genau. Und ja, so sieht das Kostüm aus. Es hat so ein bisschen so ein asiatisches Flair, also es heißt ja auch Eastern Warrior, also ich würde mich da jetzt nicht festlegen auf ein Land, aber auf jeden Fall so eine ostasiatischen Einfluss. Ich finde es eigentlich ganz cool. Am interessantesten finde ich den Cloak, den können wir uns eigentlich auch gleich noch in-game angucken. Und genau, ist auf jeden Fall kein schlechtes Set, aber 1000 F-Coin ist natürlich schon ganz schön saftig. Genau. Dann war das noch nicht alles. Es gibt ein weiteres spezielles Skin-Angebot im Cash-Up, und zwar die Magical Kid Weapon. Und hier ist jetzt auch das erste Mal etwas extrem Besonderes oder etwas extrem Spezielles, denn verschiedene Waffenskins sind ja nichts Besonderes, das kennen wir ja schon. Gut, die letzten Skins sind tatsächlich schon eine Weile her, ich glaube die letzten waren die Heartbreaker oder so. Ist aber egal, denn jetzt gibt es die Magical Kid Waffen, und zwar in jeder Farbe, in 6 verschiedenen Farben. Damit man es mit seinem Magical Kid Kostüm kombinieren kann, damit es farblich quasi passt. Hier das gleiche, es ist nicht seelengebunden, es gibt keine maximale Menge und keine, die ein Spieler kaufen kann, und kein Level-Limit zum Kaufen. Die gucken wir uns auch gleich noch in-game an, sind natürlich ein bisschen spielerisch nach diesem Magical Theme Motto eben, und es gibt sie aber wie gesagt in 6 verschiedenen Farben, was ich persönlich ziemlich cool finde, weil damals mit den Valentines und Heartbreaker Skins war ja so, es sind basically die gleichen Skins, nur halt in einer etwas andere, also vor allem die Farbgestaltung war einfach anders. Und da war es ja auch so ein bisschen schade, wenn man sich erst einen eingekauft hat und dann findet man die andere Farbe irgendwie doch cooler oder so. Hier haben sie jetzt alle 6 Farben auf einmal rausgehauen, also hier kann einem das jetzt höchstwahrscheinlich nicht passieren, dass die gleiche Waffe nochmal mit einer anderen Farbe in der Zukunft kommt. Und dann haben wir noch ein Piercing Chance Event dieses Wochenende für Waffen. Das heißt, die Chance, dass ihr eure Waffen sockeln könnt, ist dieses Wochenende erhöht. Bis zum 30. 23,59 am Sonntag also. Nutzt das Event, falls ihr eure Waffe sockeln wollt. Ja, dann sind wir jetzt in-game und können uns hier die neuen Sachen angucken, die neuen Cash-Up-Updates. Das ist jetzt das FWC Eastern Warriors Set. Mir gefällt am besten der Cloak. Das Einzige, was mir tatsächlich nicht so gut gefällt, ist das riesige Logo.
Also wenn man das vielleicht irgendwo dezent, so wie so ein Nike- oder Adidas-Logo so am Rand platziert hätte, hätte ich es, glaube ich, besser gefunden. So ist es doch schon sehr zentral, obviously. Und es gibt halt schon diese FEC-Cloaks. Es gab es beim letzten FEC-Server, diesen FEC-Cloak. Und ja, ich finde einfach, das zerstört so ein bisschen das Flair auch von diesem, naja, Eastern Warrior, von diesem östlichen Krieger sozusagen, weil es halt mit diesem FEC einfach zu sehr in Verbindung gebracht wird. Ich weiß, dass das heißt FWC Eastern Warrior, aber ansonsten lässt ja auch nichts darauf schließen. Wenn jetzt den Cloak ausblendest, lässt nichts darauf schließen, dass das hier irgendwas mit dem FEC zu tun hat. Und was ich grundsätzlich auf jeden Fall sagen muss, ist, das Set gefällt mir rein von der Art her und von den Farben sehr gut. Also Rot-Schwarz ist sowieso eine Goated-Combo. Rot-Schwarz-Gold. Schwarz-Rot-Gold. Ist einfach eine Goated-Combo, muss man einfach sagen. Ein bisschen Weiß ist noch dabei, aber so Hauptfarben sind Schwarz-Rot-Gold. Und ja, was kann man da schon falsch machen? Und was mir vor allem auch gut gefällt, ist diese 3D-Art der Kleidung. Es gibt ja so Fly-Sets, die sehen wirklich so aus wie so alles einfach draufgedruckt, 2D, langweilig. Und hier sieht man halt richtig diese Schleife vorne, ist ein einzelnes Teil. Die Schulterblätter sind einzelne Teile. Vielleicht ein bisschen zu fett tatsächlich, aber egal. Aber es ist alles quasi so ein einzelnes Piece. Und damit sehen solche Sets einfach viel besser aus. Ja, so viel 3D-mäßiger. Und hier haben sie einfach, finde ich, einen guten Job gemacht. Das Einzige, was ich, wie gesagt, kritisieren muss, oder was mir persönlich einfach nicht so gut gefällt, ist das Logo und die Tatsache, dass es 1000 F-Coin kostet. Aber gut, das ist jetzt natürlich so ein Free-to-Play-Struggle, I guess. So, und dann kommen wir zum Magical Kit, zu den Waffenskins. Ich würde sagen, dafür ziehen wir mal das Magical Kit-Set an. Also mir persönlich gefällt das Dark mit am besten. Wobei ich tatsächlich sagen muss, den Cloak würde ich tatsächlich ausblenden, weil der stört uns eigentlich nur bei den Waffen, die wir uns angucken wollen. Und genau. Dann ist es jetzt so, dass es hier verschiedene Arten von Waffen gibt. Und ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, warum. Das ist so ein bisschen weird. Denn es gibt jetzt hier einerseits einen Force Gem. Wenn ich weiß, was ein Force Gem ist, das ist quasi ein Item von FlyFPC, was für den Bill-Poster, für den Force Master, die dritte Klasse die dritte Klasse nach Assist, Bill-Poster und dann Force Master eben, die Endklasse für Force Master sozusagen, war das ein Item, was man gebraucht hat, um Bill-Poster bzw. Force Master Buffs im Endgame zu benutzen. Es wurde literally nur dafür benutzt. Und ich habe keine Ahnung, warum das jetzt hier existiert. Das ergibt einfach literally keinen Sinn. Keine Ahnung, warum das jetzt hier plötzlich ist. Außerdem gibt es auch noch ein Schild. Und es gibt auch noch ein Buch. Und ein Buch ist das ähnlich wie beim Bill-Poster. Das hat man in FlyFPC gebraucht als Mentalist, um seine Mentalist-Buffs bzw. Skills einsetzen zu können. Also als Mentalist hat man kein Schild mehr getragen, um seine Skills auszuführen. Und als Bill-Poster hat man kein Schild mehr getragen, sondern ein Force Gem. Als Mentalist hat man ein Buch getragen, genau, ein Soul-Book, ein Behemoth-Book, whatever. Und als Bill-Poster eben dieses Force Gem, das war so Third-Job-Items. Und ja, ich habe einfach keine Ahnung, was die jetzt hier in diesem CS-Set zu suchen haben. Das passt einfach überhaupt nicht, weil diese Items existieren bisher in Fly Universe nicht. Es ergibt literally keinen Sinn und ich bin einfach nur verwirrt. Aber egal, gucken wir uns einfach die restlichen Sachen an, würde ich sagen. Es gibt, wie gesagt, jetzt alles in 6 Farben. Keine Sorge, wir gucken uns jetzt nicht alles in jeder Farbe an, aber nur kurz, um dass ihr es versteht. Also ich meine, was gibt es da zu verstehen? Aber es war jetzt das Schwert in Blau, dann Pink, Orange, Grün, Rot, Dark und das war es eh schon, genau. Diese 6 Farben gibt es. Rot ist immer die Farbe, die ein bisschen besonders ist, weil ihr merkt schon, hier sind die Merkmale immer so sehr ähnlich und Rot ist halt wirklich dieses, ich meine, vielleicht liegt es auch einfach an der Farbe selbst, aber Rot ist immer so ein bisschen spezieller, sag ich mal, weil es, naja, wahrscheinlich, weil es einfach nur raussticht, I don't know. Genau, das war jetzt das Sword und dann haben wir, achso, den Wand haben wir jetzt auch schon, genau. Dann haben wir die Big Axe. Das ist einfach so ein riesiger Spielzeughammer. Das Big Sword, muss man noch weiter rauszoomen. Die One-Hand-Axe, das ist der Spielzeughammer in klein quasi. Der Stick, ich habe keine Ahnung, was der Stick darstellen soll, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Bin von diesen Skins ehrlich gesagt einfach nur verwirrt. Der Knuckle, das ist halt so ein bisschen Flutzagas Crystal Knuckle-Flair, finde ich fast. Der Bow, der sehr groß ist. That's what she said. Dann das Jojo, das für innere Blutungen beim Charakter sorgt, was einem literally aufspießt. Der Stuff. Und genau, also das Force Gem haben wir uns eh schon angeschaut. Das Schild auch. Und dann geht es mit der nächsten Farbe weiter.
Genau, das waren alle Waffen. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht zu sehr angetan persönlich. Sie haben halt sehr diesen Spielzeugcharakter, finde ich. Also ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe. Aber es sind halt einfach, ja, Magical Kid, es passt halt, denke ich mal, zu dem Theme einfach so ganz gut dazu. Wenn ich jetzt ein Favorite auswählen würde, würde ich wahrscheinlich den Bogen nehmen. Aber mir ist das alles ehrlich gesagt so ein bisschen zu stachelig und ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin vor allem verwirrt darüber, dass es jetzt hier plötzlich ein Schild, ein Force Gem und ein Book gibt. Vor allem Book und Shield, wie gesagt, weil es Waffentypen sind, die bisher in dem Spiel gar nicht existieren. Also warum zur Hölle ist das hier? Ich verstehe es nicht. Aber egal, vielleicht gibt es da auch nichts zu verstehen. So, das war es jetzt aber auch noch nicht. Was wir jetzt noch haben, ist Folgendes. Und zwar gibt es im Cash-Shop neue NPCs. Ich bin damit etwas spät dran, ich weiß. Aber es gibt neue NPCs im Cash-Shop. Jetzt muss ich nur kurz gucken, ob ich es jetzt so auf die Schnelle finde. Genau, und zwar hier. Weapon Armor Upgrade Chance plus 3%. Accessory Upgrade Chance plus 3%. Und Piercing Upgrade Chance plus 3%. Diese 3 NPCs, Rooney, Lane und Alan, wurden neu hinzugefügt vor letzter Serverwartung, also vor ein paar Wochen. Vor 2 Wochen, glaube ich, müsste es gewesen sein. 1 oder 2 Wochen. Egal, auf jeden Fall wurden die hinzugefügt. Ich habe bisher noch nichts dazu gesagt. Ja, ich finde es halt ein bisschen schade, weil damit wird ein Gildenhaus mehr oder weniger mittlerweile, man kann natürlich drüber streiten, 3% von der ursprünglichen Wahrscheinlichkeit, das ist literally fast nichts. Also muss man sich wirklich selbst eingestehen. Also selbst bei 10% sind das quasi 0,3. Also wenn du jetzt quasi die ursprüngliche Wahrscheinlichkeit wäre 10%, also vorausgesetzt, es funktioniert überhaupt so, müsste man jetzt auch nochmal genau gucken, wegen dem Pity-System, wie genau das dann im Pity, ob das wirklich immer dann plus 3%, also das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, das wie auch, ich habe leider so einen NPC noch nicht, also ich konnte es jetzt noch nicht im Detail ausprobieren, aber mal angenommen, es ist so, dann wären das halt zum Beispiel bei einer 10% Chance, wären das 0,3. Also fast kein Unterschied, ja. Natürlich, wenn man jetzt tausende Upgrades macht, wenn man extrem viel upgradet, und das trifft auf mich tatsächlich leider zu, dann ist es natürlich schon so, dass wenn du permanent tausende und abertausende Versuche machst und immer 0,3 in dem Beispiel oder auch 0,03 oder so immer mehr hättest, dann macht das natürlich schon einen immensen Unterschied. Und ich finde es persönlich schade, dass man solche Sachen in ein Gildenhaus hinzufügt, weil Gildenhäuser sind ja anders als private Häuser. Bei privaten Häusern könnte man ja sagen, naja, das kann sich jeder besorgen, egal ob für F-Coin oder nicht, vollkommen egal. Aber bei Gildenhäusern ist es halt so, Gildenhäuser haben halt dieses Artifact-Battle-System. Gildenhäuser kosten verhältnismäßig viel Penya, vor allem für Leute, die jetzt eben nicht so viel spielen oder die jetzt Free-to-Play sind oder so. Und dass man da dann jetzt hier mehr oder weniger, naja, gezwungen will ich jetzt nicht sagen, aber dass man hier quasi so ein bisschen diesen Druck erhöht, sich doch mal einer Gilde anzuschließen oder halt einem Gildenhaus sich zu besorgen, finde ich dann doch etwas schade mit dem aktuellen Zwangssystem von diesem Artifact-Battle und so. Dass ja auch irgendwie, ich habe davon schon lange nichts mehr gehört, ehrlich gesagt, könnt ihr mir gerne ein Update in den Kommentaren geben, aber dass er sowieso kein Mensch richtig benutzt, also das wird ja sowieso gar nicht gespielt, dieses Artifact-Battle, sondern einfach nur so ein bisschen ausgeblendet, oder zumindest ist das mein letzter Stand von vor ein paar Monaten. Von dem her ist das halt irgendwie so, keine Ahnung, ist irgendwie so ein bisschen weird und ja, finde ich nicht so cool, dass sie sowas ins Spiel gebracht haben, ehrlich gesagt. Und ja, das ist so meine Meinung dazu. Genau, also ein sehr interessantes Update, vor allem für den Cash-Shop tatsächlich. Ein sehr interessanter Tag für den Cash-Shop. Und ja, alle Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe im Cash-Shop, alle Skins, die sind natürlich zeitlich begrenzt. Also beachtet die Deadlines, schaut euch selber nochmal an, bis wann die Sachen erhältlich sind. Und überlegt euch dann, ob ihr es holen wollt oder nicht. Man kann ja auch alles für Penya holen, muss ja nicht unbedingt reincashen dafür. Aber ihr solltet auf jeden Fall die Deadlines beachten, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Jeden Tag Streams auf Twitch. Und der Link dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.